Willkommen zu einer neuen Folge mit Armaflex. Was gibt es Tolleres als Isolation? Ihr seht hier hinter mir, habe ich schon eine Rolle Armaflex. Und zwar ist das 19 mm dicke. Für die Isolation gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns entschieden, Armaflex zu benutzen, weil es hier so eine selbstklebende Folie gibt. Wenn man das hier ablöst, dann ist das selbstklebend. Und das ist also auf glatten Oberflächen natürlich. Ja, deswegen machen wir Armaflex. Das Armaflex wird dann hier eigentlich alle diese Wandflächen bedecken. Wir haben an einigen Stellen, ihr seht das hier schon, haben wir schon Alubutyl drauf gegeben. Das ist eigentlich auch eine Art Isolation, ist aber nicht für die Temperatur, sondern für die Geräusche. Ja, das ist noch ein ganz anderes Thema. Es gibt Leute, die sagen, das braucht es nicht, wenn man Armaflex drauf hat, das eine ähnliche Wirkung hat. Wir haben uns aber entschieden, das trotzdem drauf zu tun, einfach weil wir ja so paranoid sind und weil wir alles doppelt sicher haben wollen. Und ja, wir dachten, jetzt ist es vielleicht doch nochmal besser, das auch noch drauf zu haben. Die einen verwenden es, die anderen nicht. Der Grund dafür ist, wir werden ja danach alles mit Armaflex isolieren. Die einen sagen, man muss es nicht, es entrönt so oder so das Armaflex. Wir finden, es ist nicht wirklich teuer. Wenn es hilft, wieso nicht? Unser Wagen ist doch ein bisschen älter, ist 2006. Da klappert doch einiges mehr vielleicht als bei den neuen Fahrzeugen. Wenn das Alubutyl an gewissen Stellen aufkleben, wie der Unterschied ist, zeige ich euch gleich. Schon ein kleiner Unterschied. Es lässt sich ziemlich gut bearbeiten. Wir haben auch Glück, dass es warm ist heute. Es ist ein Malerroller, oder keine Ahnung, wie man dem sagt. Da steckt man so das Ding rauf und dann streicht man so die Wände. Aber wir benutzen das jetzt anders. Und ja, es geht ziemlich gut. Also es vereinfacht die Arbeit und es klebt auch gut, das Zeug. Wir erhoffen uns einiges. Mal schauen, ob es auch so ist. Ich muss sagen, wir haben also den Unterschied schon sehr gemerkt. Als wir mit dem Auto gefahren sind, nur mit dem Alubutyl war es schon viel besser als ohne. Also es hilft absolut. Auf jeden Fall, zurück zu Armaflex. Wir werden hier eigentlich alle diese Flächen mit Armaflex bekleben, sodass schlussendlich eigentlich der ganze Bus sozusagen schwarz sein soll. Also das fängt hier bei der Decke an, die soll natürlich alles isoliert werden, hier die Wände, ja, und auch natürlich hier oben in der Fahrerkabine, damit dort auch nicht so viel Hitze immer dran bleibt. Nachdem wir jetzt mehrheitlich alles mit Armaflex abgeklebt haben, haben wir uns doch noch entschieden, da wir ziemlich viel Platz hatten, die 19 mm waren nicht genug, noch mit Styrodur zu arbeiten. Es ist günstiger als Armaflex und es hat die gleiche Isolationswirkung wie Armaflex. Wir haben uns dazu entschieden, also zuerst 19 mm Armaflex und dann noch 4 cm Styrodur.
Und das Ganze haben wir jetzt mit solchen Latten befestigt und darauf werden dann auch die Paneele drauf kommen. Das wird dann alles später kommen. Also wir haben das jetzt auf der Seite gemacht, über unten auf dieser Seite. Als nächstes werden wir jetzt überall, also zwischen diesen Latten hier, alles noch mit 6 mm Armaflex bekleben, sodass alles dann wirklich schwarz ist oder Holz. Und dann sind wir hoffentlich fertig mit dem Isolieren. Es hört nicht auf, das ist unendlich. Also nehmt euch wirklich Zeit, wenn ihr das macht. Vor allem, wenn ihr es so macht, wie wir es jetzt gemacht haben, mit diesen Armaflex-Styrodur-Kombination. Es geht ewig, vor allem überall hat es Rundungen und Kanten. Ja, nehmt euch Zeit, aber es lohnt sich schlussendlich. Also man merkt schon einen ziemlicher Unterschied, wo was ist und wo nicht. Also es ist kalt und hier ist es wirklich angenehm. Weiter geht's. Endlich sind wir fertig. Zumindest mit dem Armaflex. Das ist schon mal ein großer Schritt. Es Ja. war wirklich viel Arbeit. Aber wenn man so zusammenfasst, dann würde ich sagen, war das Armaflex, glaube ich, schon die richtige Entscheidung. Für uns war das jetzt richtig. Das mit die Kombination zwischen Styrodur und Armaflex und noch Alubutyl. Wir haben im Prinzip ein bisschen von allem was genommen, weil es für uns so passt. Es ist viel leiser drin. Die Wärme Auf jeden Fall. speichert sich viel besser drin. Wenn ihr mit Armaflex arbeitet, kauft euch gute. Klingen. Es lohnt sich. Also das Armaflex lässt sich viel besser schneiden. Wir haben wirklich angefangen, regelmäßig die Klingen zu wechseln. Wir haben sicher, ich glaube, locker 10 Klingen durchgemacht. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Das Material ist super, man kann es ja zuschneiden, wie man es braucht. Also man kann runde Formen machen, alles Mögliche. Aber es klebt sehr gut. Also was natürlich wichtig ist, entfetten vorher. Wir haben technische Bleiche dazu verwendet. Versucht wirklich das Armaflex auf Anhieb dorthin zu kleben, wo es sein soll. Weil wenn ihr es wieder abkleben wollt, um zu korrigieren, bleiben oftmals Rückstände am Metall. Und dann klebt natürlich das Armaflex wieder nicht mehr, wo die Rückstände bleiben. Ja, wir hoffen, wir konnten euch aufzeigen, wie wir das jetzt gemacht haben. Ob es für euch passt oder nicht, wie gesagt, das müsst ihr entscheiden. Ihr könnt vielleicht was für euch rausnehmen, was für euch passt. Ja, ansonsten, ich glaube, das war's jetzt mit Armaflex. Damit sind wir jetzt endlich durch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Gerne beantworten wir euch das. Abonniert uns. unseren Kanal. Ja, und im nächsten Video seht ihr dann, wie es weitergeht. Wir wissen es selber noch nicht. Von dem her, wir sind alle gespannt. Also, bis Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Lasst uns mal über Alubutyl sprechen. Lass uns mal über Alubutyl. Lass uns mal über Alubutyl reden. Das ist dieses Zeug hier. Wieso nehmen wir das?